Was für eine Raumfahrtwoche. Blue Origin ist endlich orbital und startet New Glenn erfolgreich, verliert aber Booster frühzeitig. SpaceX demonstriert Booster Allmacht mit zweiter erfolgreicher Starship Super Heavy Landung, verliert aber neue Starship Oberstufe frühzeitig. Es wird wieder heiß am Mond, gleich 2 private Mondlander sind aktuell auf dem Weg zu einer Landung. China hat wohl seinen Mondrover verloren. Indien absolviert erstes Docking im Orbit und die Rocket Factory Augsburg erhält als erstes europäisches Raketenstartup eine Starterlaubnis. Das und noch viel mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, der Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. SpaceX sorgt am 16. Januar 2025 erneut für Schlagzeilen. Der 7. voll integrierte Testflug der Starship Super Heavy Rakete, der zeigte spektakuläre Fortschritte, stieß jedoch ebenso auf technische Herausforderungen. Was lief gut und wo gab es Probleme und wie geht's nun weiter? Wir haben alle Infos für euch zusammengefasst. Am 16. Januar um 23:37 Uhr nach unserer mitteleuropäischen Zeit hob die 123 Meter hohe Starship Super Heavy Rakete von der Starbase in Südtexas ab. Um den Wiedereintritt und die Landung der Ship 33 Oberstufe gut beobachten zu können, hat SpaceX einen Start am Nachmittag gewählt, was dann zu Tageshelligkeit in der Landezone vor Australien geführt hätte. Hätte Fahrradkette, so weit sollte es nicht kommen, aber dazu gleich mehr. Ja, man hatte den Start in dieser Woche immer wieder verschoben, zuletzt wegen besserer Wetterbedingungen auf den Donnerstag. Durch das Tageslicht war die Lichtstimmung nicht so atmosphärisch wie bei Starts am frühen Morgen zu Sonnenaufgang. Dafür gab es gestochen scharfe, durch das Tageslicht gut illuminierte Aufnahmen des Starts vom Boden und aus der Luft. Der Start, der verlief in der ersten kritischen Phase bis zur heißen Stufentrennung planmäßig. An den Eismarken auf der Außenhaut, da konnten wir das deutlich größere Tankvolumen der eingesetzten Starship Oberstufe 33 erkennen. Für satte 25% mehr Treibstoff hat SpaceX die Oberstufe optimiert. Dafür wurde das Starship um 2 Meter verlängert und der Nutzlastbereich etwas verkleinert. So sind laut SpaceX jetzt 1500 Tonnen Treibstoff in der Oberstufe möglich. Trotz des Mehrgewichts der Oberstufe scheinbar mühelos haben die eingesetzten Raptoren an Booster 14 das nun deutlich schwerere Starship vom Pad gehoben. Interessantes Detail, eines der 33 eingesetzten Raptor-Triebwerke am Booster stammt von IFT-5, also dem ersten Flug, auf dem SpaceX das Landen eines Super Heavy Boosters auf den Fangarm in der Starbase gelungen ist. Die heiße Stufentrennung, die erfolgte 2 Minuten und 40 Sekunden nach dem Start, in dem ja noch 3 der 33 Booster-Triebwerke feuerten. Die anderen, die waren dann schon ausgegangen. Und dann begann die Oberstufe, noch am Booster befestigt, mit dem Feuern der 6 Raptoren, bevor sich dann beide voneinander entfernten. Erste kleine Delle in einem bis dahin makellosen Flug. Eines der 13 zentralen Booster-Triebwerke zündete laut Telemetrie nicht erneut für den Boost-Back-Burn. Durch dieses Manöver, da ändert der Booster ja seine Flugrichtung und kehrt seine ballistische Bahn in Richtung Startplatz zurück. Der Ausfall eines von 13 Raptor-Triebwerken nicht so relevant. Man kann die verbleibenden 12 einfach einen Tick länger brennen lassen und dann die Flugbahn trotzdem umkehren. Währenddessen setzt die Oberstufe Starship 33 erst einmal seinen Flug Richtung suborbitale Zielflugbahn fort. Nachdem der Booster seinen Boost-Back-Burn abgeschlossen hatte, war auch der Abwurf des sogenannten Hot Staging Rings in der Live-Übertragung wieder sehr gut zu sehen. Der Booster, der erreichte dabei mit 91 Kilometern Höhe übrigens nicht ganz die Kármán-Linie auf 100 Kilometern Höhe. Das ist ja die offizielle Grenze zum Weltraum. Der Hot Staging Ring, der ermöglicht das Ausströmen des Abgases der Oberstufenraptoren während der heißen Stufentrennung. Bisher wird er ja jedes Mal vor der Landung abgeworfen, um die Flugeigenschaften des Boosters zu verbessern, die Freiflugeigenschaften. Das soll sich mittelfristig aber ändern. Der Booster im Prinzip seit Abschaltung der Triebwerke nach dem Boost-Back-Burn im freien Fall. Im Gegensatz zum Hot Staging Ring mit seinen Gitterflossen kann der Booster in den dichten Atmosphärenschichten steuern und so eine gewisse Distanz auch horizontal zurücklegen, während der Hot Staging Ring sicher in den Golf von Mexiko fällt. Der Abstieg des Boosters lieferte wieder tolle Live-Bilder. Wir konnten gut erkennen, wie er an seiner eigenen Abgasfahne vom Start vorbeiraste. Zu diesem Moment war schon klar, sie würden erneut eine Landung in der Starbase versuchen. Die Aufnahmen vom Boden, die zeigten wieder das rote Glühen der Triebwerksverkleidung im Triebwerkskleid. Interessanterweise zündeten jetzt alle 13 zentralen Booster-Triebwerke erneut für die Landung. Wir hatten ja eigentlich einen Ausfall beim Boost-Back-Burn. Tolle Bilder von der Boosterlandung und zwar der zweiten erfolgreichen Super Heavy Landung nach IFT-5. Die Landung sah dieses Mal auch noch etwas ruhiger aus als auf Flug 5. Es gab auch keine großen Stichflammen während und nach der Landung. Außerdem wirkten die Eismarken kleiner.
Vermutlich ist SpaceX seit dem 5. Flug, also der ersten Landung, jetzt schon etwas sicherer, wie viel Treibstoff man im Booster lassen muss für eine erfolgreiche Landung. Und dann spart man sich natürlich das Gewicht. Nach dem Livestream wurde der Booster dann erneut durch die Chopsticks auf den Starttisch gesetzt und 2,5 Stunden nach dem Start an die Quick Disconnect Verbindung angeschlossen. Die Kollegen von NSF, die haben nachgerechnet etwa 3 Stunden und 43 Minuten kürzer als nach Flug 5. Also hier offensichtlich Fortschritte und mehr Sicherheit bei den SpaceX-Teams. Ziele von SpaceX ist es ja, nur Stunden nach so einem Raketenstart die Rakete, den eingesetzten Booster, wieder erneut starten zu können. Im Livestream wegen der spektakulären Boosterlandung erst einmal total an mir vorbeigegangen. Die Oberstufe, die hatte Probleme. In der Telemetrie, da war nach der Boosterlandung ein Triebwerksausfall an der Oberstufe zu sehen. Später dann fielen mehrere Triebwerke aus. Hauke vom Senkrechtstarter Discord, dem waren da schon im Stream Flammen an einer der Steuerklappengelenke aufgefallen. Wie Feuer im Weltraum. Kam da so ein Kommentar zum Beispiel, ja, wie soll denn das gehen? Ja klar, genug Sauerstoff ist ja mit dabei, also vermutlich da auch ein Sauerstoffleck. Letztlich brach die Telemetrie in einer Höhe von 146 Kilometern komplett weg. Letzte Telemetrie im Stream war eine Geschwindigkeit von 21.317 Kilometern pro Stunde. Scott Manley vermutet, dass die Telemetrie wohl aufhörte, als alle Meereshöhenraptoren ausgegangen waren, was einen gesteuerten Flug unmöglich macht. Denn nur diese zentralen 3 Triebwerke, die verfügen ja über eine Schubvektorsteuerung. Gut möglich, dass das dann das Flugabbruchsystem ausgelöst hat. Im Livestream war das nicht sofort offensichtlich. Bilder gab es keine mehr. Erst später zeigten diverse Videos aus der Karibik unfassbare Bilder von einem leuchtenden Trümmerregen. Soweit bisher bekannt sind die Trümmerteile von Ship 33 in einer vorher definierten Zone niedergegangen. Der Flugverkehr wurde natürlich umgeleitet. Ja, der mögliche Bereich, der ist ja so groß, dass man ihn vermutlich nicht komplett für Raketenstarts frei halten kann von Luftverkehr. Und dann, wenn es dann so einen Mishap gibt, ein Unglück, dann versucht man den Flugraum natürlich dann frei zu halten. Die Wogen auf Social Media zu diesem Thema, die schlagen aktuell hoch. Über offizielle Statements zu der Gefahr von Trümmern werde ich sicher nächste Woche mehr und fundierter berichten können. Ich gehe schwer davon aus, dieses vorzeitige Ende der Oberstufe, das zieht eine Untersuchung durch die amerikanische Flugaufsichtsbehörde nach sich. Ja, es war ein Testflug, aber die vorher als Ausnahmen genannten Umstände, wann also keine Untersuchung notwendig wäre, die umfassten, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht den Ausfall des Antriebssystems in der frühen Phase des Starts. Ja, super ärgerlich für SpaceX, denn gerade diese Oberstufe hatte ja massive Upgrades zu den vorangegangenen Flügen. Sie war das erste Starship im neuen Version 2 Baustandard. Die Avionik des Starships hatte man laut SpaceX komplett überarbeitet, um zusätzliche Fähigkeiten und Redundanzen für immer komplexere Missionen zu erreichen. Wäre der Flug und vor allem die Landung der Oberstufe Ship 33 nach Plan verlaufen, hätte SpaceX für den nächsten 8. Flug eine Landung der Oberstufe in der SpaceX Starbase in Texas geplant und damit ja auch einen orbitalen Flug, wenn man ja einmal rum muss. Zu den Verbesserungen an der Oberstufe zählt neben dem Vergrößern des Treibstoffvolumens um 25% auch die Neugestaltung des Antriebssystems. So sollen unter anderem die Raptor-Vakuumtriebwerke ein neues Zuleitungssystem erhalten haben. Bei all diesen Veränderungen zu der vorher flugerprobten Version 1 Oberstufe gut denkbar, dass hier der Fehlerteufel bei einer dieser nicht erprobten Verbesserungen zugeschlagen hat. Klar, wahrscheinlich nichts, was sich nicht lösen lässt. Trotzdem hat das nun mehrere negative Folgen. Die Ursache, die muss verstanden werden, aber auch alle für diesen Testflug angekündigten Meilensteine, die müssen wohl auf dem nächsten Flug wiederholt werden. Neben einer funktionstüchtigen Orbitalrakete, besonders wichtig für das Geschäftsmodell von SpaceX, vermutlich der Test zum Aussetzen der neuen Starlink-Satelliten V3. Das war ja für diesen Flug geplant. Dafür waren auf diesem 7. Testflug extra 10 Massensimulatoren geladen worden. Die sind nun natürlich mit dem Rest der Oberstufe über dem Atlantik verglüht bzw. ins Meer gestürzt. Starlink als weltumspannende Satelliten-Internet-Konstellation versorgt bald 5 Millionen Kunden mit schnellem Internet und das bis in die entlegensten Gebiete der Erde. Kennst du das Gefühl, wenn Geoblocking dir den Zugang zu deinen Lieblingsinhalten versperrt? Eine neue Serie erscheint, doch du kannst sie noch nicht sehen. Geoblocking nervt, aber NordVPN hat die perfekte Lösung. Mit nur einem Klick surfst du virtuell wie von zu Hause aus, egal wo du bist oder du virtuell sein möchtest. Mit meinem aktuellen NordVPN-Deal bekommst du einen exklusiven Rabatt auf das Abo und bis zu 4 Bonusmonate obendrauf. Link findest du in der Videobeschreibung. NordVPN ist einer der schnellsten VPN-Anbieter der Welt und sorgt dafür, dass 4K-Streaming selbst auf Reisen zum Kinderspiel wird. Dank ultraschneller Server in über 118 Ländern bist du immer nur einen Klick von deinen Lieblingsinhalten entfernt.
Und deine Privatsphäre, die wird groß geschrieben bei NordVPN. NordVPN trackt oder teilt niemals, was du online tust. Mit maßgeschneiderten Apps für alle wichtigen Plattformen und der Möglichkeit, bis zu 10 Geräte mit einem Konto zu schützen, ist NordVPN die ideale Lösung für all deine Bedürfnisse oder die Bedürfnisse in deinem Umfeld. Mit meinem NordVPN-Deal bekommst du, wie gesagt, bis zu 4 Bonusmonate obendrauf. Das Ganze kannst du wie immer bei NordVPN mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie ganz risikofrei testen. Apropos Testen, ein kleines Update zur Unglücksursache auf dem 7. Testflug gab es schon in der Nacht auf Freitag. Ein Treibstoffleck zwischen dem untersten Tankboden und der Triebwerkssektion soll die Triebwerksausfälle verursacht und schließlich zum Flugabbruch geführt haben. SpaceX hat für 2025 viel vor für das Starship. Besonders die Einsatzreife als Orbitalrakete und als Träger für das Aussetzen der neuen Starlink V3-Satelliten dürfte da eine Rolle spielen. Außerdem die für die NASA Artemis-Flüge wichtigen In-Orbit-Treibstofftransfers. Letztere sind ebenso für Flüge zum Mars notwendig. Diese möchte SpaceX ja bereits im nächsten Mars-Transferfenster 2026 angehen. Das als Gesamtsystem auf die vollständige, schnelle, verlässliche Wiederverwendung ausgelegte Starship hat gerade bei der Oberstufe offensichtlich noch ordentlich Arbeit vor sich. Zugleich, die SpaceX-Teams haben gerade in den letzten Jahren gezeigt, dass sie in der Lage sind, in sehr kurzer Zeit technische Probleme zu lösen und erneut zu starten. Das ist allgemein bekannt. Ich bin gespannt, wenn Starship erneut startet. Aktuell halte ich die von Elon Musk angekündigte Frist von 1 Monat allerdings für zu sportlich, aber das ist nur ein Bauchgefühl von mir. Unbestritten die erneute spektakuläre Starship Super Heavy Booster Landung und damit vermutlich ein Riesenschritt in Richtung Booster Wiederverwendung beim Starship. Etwas, das SpaceX ja bei den Falcon-Raketen zur Monopolstellung bei Startfähigkeiten gebracht hat. Ja, und genau diese SpaceX-Monopolstellung der Falcon-Raketen, die könnte zu wackeln beginnen. Mit der New Glenn ist nun nach 10 Jahren Dominanz von SpaceX im Startmarkt die erste Rakete gestartet, die der Falcon 9 das Wasser reichen könnte. Viel gewitzelt wurde über die Form der Blue Origin-Rakete New Shepard und die fehlende Orbitalfähigkeit der Firma. Das wird sich nun ändern. Der erste Start in den Orbit, der war erfolgreich. Am Montag war der erste Startversuch noch abgebrochen worden. Eisbildung in einer Leitung des Hydrauliksystems verhinderte den Start am 13. Januar. Dem folgten dann mehrere Tage mit schlechten Wetterbedingungen. Dann am Donnerstagmorgen schließlich hat Blue Origin mit dem ersten Flug der New Glenn Rakete direkt auf dem ersten Versuch einen Orbit erreicht. Mit diesem Erfolg tritt das Unternehmen, gegründet von Amazon-Gründer Jeff Bezos, in die Riege der wenigen neuen Raketenfirmen, die bei ihrem allerersten Start mit einer Orbitalrakete dann direkt erfolgreich in den Orbit kommen. Was SpaceX ja zum Beispiel erst mit der Falcon 1 auf dem 4. Flug gelang. Die New Glenn Rakete hob um 3 Minuten nach 8 morgens mitteleuropäischer Zeit von der Startrampe 36 der Cape Canaveral Space Force Station ab. Die 7 BE-4-Triebwerke lieferten theoretisch 1769 Tonnen Schub. Trotzdem zog sich der Raketenstart erstmal gemächlich vom Startpad weg. Ob das gewollt war, die Rakete doch noch etwas schwer ist oder die Triebwerke bei der Leistung noch Luft nach oben haben, wird sich wohl zeigen. Die Live-Berichterstattung von Blue Origin, die war ordentlich, wenn auch im Vergleich zur exzellenten Video-Live-Bild-Show von SpaceX Starship-Flügen da noch ein bisschen nach oben ist, was Live-Bilder aus der Rakete angeht. Ja, Höhepunkt der Mission war, wie bei allen Orbitalstarts, dann der Start von der Rampe, also die erste Phase des Flugs. Außerdem die oft kritische Stufentrennung mit Zündung der Oberstufe. Das lief aber alles problemlos, wie man sich das wünscht für so einen Start. Die zweite Stufe, Glenn Stage 2, GS2, die erreichte die Umlaufbahn und demonstrierte darüber hinaus die Wiederzündung der beiden BE-3U-Triebwerke im Orbit. So kann auch die Testnutzlast Blue Ring in den kommenden Tagen weiter getestet werden. Blue Ring ist ein früher Prototyp für ein Raumfahrzeug, das Nutzlasten auf diverse Orbits bringen kann und gleichzeitig neben Antrieb auch Energie, Kommunikation und Navigation bereitstellen soll. Ja, dieser erfolgreiche Orbitalflug der New Glenn Rakete markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Zertifizierung für Flüge für die US Space Force. Für Nutzlasten der US-amerikanischen nationalen Sicherheit sind 2 makellose Orbitalflüge vorgeschrieben. Nicht makellos war die Booster-Performance der New Glenn, auch wenn die Booster-Landung nur ein sekundäres Ziel dieses Flugs war. Nach einer erfolgreichen Stufentrennung sollte der Booster einen 30 Sekunden langen Entry-Burn vor Wiedereintritt durchführen, doch die Telemetrie ging verloren. Ebenso die kurzen Bilder der Triebwerke scheinen auf Probleme hinzudeuten. Noch gibt's keine offiziellen Informationen, was da schiefgegangen ist. Meine Lieblingserklärung kommt von The Space Engineer auf X. Ihm war aufgefallen, dass die Triebwerkzündung für den Wiedereintritt
deutlich tiefer als in den geplanten 67 Kilometern Höhe stattfand. Und zwar mit 40 Kilometern Höhe in etwa dem Umrechnungsfaktor aus Meilen zu Kilometern. Wäre nicht die erste Raumfahrtmission, die ein Problem mit der Umrechnung von Einheiten hat. Nur eine Theorie auf Social Media, aber sie hat mir so gut gefallen, dass ich sie euch hier nicht vorenthalten wollte. Hab mich im Stream natürlich auch über die Einheiten Meilen und Fuß geärgert, mit denen ja außerhalb der USA eigentlich niemand was anfangen kann und die wissenschaftlich auch überhaupt keinen Sinn ergeben. Blue Origin betonte nach dem Flug, dass die Landung ein sehr ambitioniertes Ziel für diesen Flug war, auch bei Nichterfüllen wertvolle Daten ja für zukünftige Missionen geliefert hat. Ist auch dem Platzhirsch SpaceX ja erst nach Jahren nach dem Erstflug der Falcon 9 und mit vielen Testanläufen gelungen, diese Landung und dann auch die Wiederverwendung der Falcon 9 Booster. Während vor ein paar Jahren Elon Musk noch über die Raumfahrtfirma von Jeff Bezos gewitzelt hatte und frei übersetzt gesagt hat, Jeff würde keinen Hoch bekommen in den Orbit, gab es jetzt auch vom SpaceX-Chef schon nach kurzer Zeit nach dem Start Glückwünsche zum erfolgreichen Orbit beim ersten Versuch. Ja, laut Blue Origin CEO Dave Lim plant die Firma einen weiteren Flug der New Glenn noch in diesem Frühjahr, diesmal dann mit dem Ziel, den Booster erfolgreich zu landen. Mit Sicherheit wurden auf diesem Flug wertvolle Daten gesammelt, um das Flugverhalten des Boosters, aber auch der Flugsteuerung mit Auswirkungen auf das Treibstoffschwappen in den Tanks zu verstehen. Blue Origin arbeitet aktuell ja an mehreren Oberstufen und 2 Boostern gleichzeitig. Blue Origin will bis 2026 bis zu 24 Flüge pro Jahr mit der New Glenn durchführen. Ja, und mit dem weltumspannenden Kuiper-Satelliten-Internet von Amazon, da hat man auch die Nutzlasten an der Hand, die nach dieser Startkadenz schreien. Mit 45 Tonnen Nutzlast und einer Nutzlastverkleidung von etwa 7 Meter Durchmesser und 16 Meter Höhe bietet die New Glenn auch deutlich mehr Raum und Nutzlast als die Falcon 9, mit der SpaceX ja aktuell noch Starlink-Satelliten starten muss. Der erste Flug der New Glenn war auf jeden Fall ein Durchbruch und ein wichtiger Meilenstein für Blue Origin auf dem Weg zur wiederverwendbaren, kosteneffizienten und zuverlässigen Rakete. Und Fun Fact, mit 98 Metern ist die New Glenn nun direkt auf dem Erstflug in die Top 3 der größten Orbitalraketen aller Zeiten gesprungen. Nur das SLS der NASA mit 98,15 Metern und die Saturn V Mondrakete mit 110 Metern waren größer. Übrigens alle 3 Raketen alle auf dem Erstflug erfolgreich. Ja, und Starship hingegen muss sich seinen Platz unter den Orbitalraketen ja erst noch verdienen. Mit diesem ersten Orbitalerfolg kann Blue Origin also potenziell eine zentrale Rolle im Wettbewerb um die kommerzielle und staatliche Raumfahrt spielen. Wie heißt es so schön? Konkurrenz belebt das Geschäft. Aber die beiden Mega-Raketenstarts New Glenn und Starship waren natürlich nicht die einzigen Starts in der vergangenen Woche. Am Montag, 13. Januar, da ist aus den Küstengewässern Chinas mit einer Yelong 3 eine Feststoffrakete gestartet. An Bord befanden sich 10 Satelliten der Centispace 1 Konstellation. Die Leo-Satelliten, die sollen die globale Navigationssignale von Systemen wie Baidu und GPS verstärken, um präzisere Navigationsdienste zu ermöglichen. Am Montag, 13. Januar, hat SpaceX vom Space Launch Complex 40 in der Cape Canaveral Space Force Station in Florida mit einer Falcon 9 Rakete Starlink-Satelliten gestartet. Am Dienstag, 14. Januar, hat SpaceX von Vandenberg in Kalifornien mit einer Falcon 9 Transporter 12 gestartet und da verschiedenste Kleinstsatelliten gestartet. Insgesamt waren über 130 Nutzlasten an Bord. Der größte von ihnen, MBZ-SAT, ein 750 Kilogramm Satellit für die Vereinigten Arabischen Emirate. Aber auch WADA Space hat zum Beispiel erneut ein Rückkehrfahrzeug mitgeschickt. Am Mittwoch, 15. Januar, da hat SpaceX vom Pad 39A im Kennedy Space Center, von dem Pad, da ist ja schon Neil Armstrong zum Mond aufgebrochen, mit einer Falcon 9 die Mondmission Blue Ghost Mission 1 und Hakuto RM2 Resilience und damit gleich 2 Mondlander gestartet. Soweit ich weiß, haben hiermit zum ersten Mal in der Geschichte der Mondforschung 2 Roboter-Sonden aus unterschiedlichen Ländern ihren Weg zum Mond gemeinsam an Bord einer Rakete angetreten. Blue Ghost Mission 1 ist der erste Mondlander der Firma Firefly Aerospace und Hakuto RM2 Resilience ist der zweite Lander der japanischen Firma iSpace. Der erste Mondlandeversuch von iSpace war ja mit der M1-Mission im Frühjahr 2023 wegen eines Navigationsfehlers fehlgeschlagen. Die Mondsonde Blue Ghost Mission 1 von Firefly Aerospace ist Teil des NASA Commercial Lunar Payload Services Programm. Mit einer Masse von 1500 Kilogramm betankt soll sie 10 NASA-Wissenschaftsinstrumente auf die Mondoberfläche transportieren. So viele wie noch nie zuvor bei einer CLPS-Mission. Diese Experimente, die sollen innerhalb eines Mondtages, das entspricht etwa 14 Erdtagen, durchgeführt werden. Eine Landung, die ist für den 2. März vorgesehen.
Die japanische Sonde Resilience von iSpace, die ist zwar auch mit der gleichen Rakete gestartet worden, wird aber eine komplett andere Flugroute zum Mond nehmen. Statt einer direkten Reise mit der Falcon 9 Oberstufe wird sie eine energiesparende Umlaufbahn nutzen, die sie erst tief in den Weltraum führt, bevor sie dann in die Mondumlaufbahn eintritt. Die Landung, die soll im Mai 2025 stattfinden. Der iSpace Lander, der bringt einen kleinen Rover namens Tenacity mit, der eine schwedische Kunstinstallation namens Moonhouse filmen soll. Zudem wird unter anderem ein Experiment zur Elektrolyse durchgeführt, eine potenzielle Technologie zur Treibstoffproduktion auf dem Mond. Am Freitag, 17. Januar, ist von Jinquan eine Langermarsch 2D-Rakete mit einem Erdbeobachtungssatellit gestartet. Ja, und der Wochenabschluss, wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, sollte SpaceX von Vandenberg eine weitere Ladung Starlinks gestartet haben. Wie SpaceNews.com berichtet, ist Chinas Mondrover Yutu wohl nicht mehr mobil. Das hat die chinesische Seite aber bisher noch nicht offiziell bestätigt. Der Mondrover Yutu 2, Teil der ersten erfolgreichen Mission zur Rückseite des Mondes, hat laut NASA-Bilder des Lunar Reconnaissance Orbiters seit März 2024 seinen Betrieb eingestellt oder zumindest keine Strecke mehr gemacht. Dies markiert das mögliche Ende der historischen Mission. Yutu 2 hat ja bis März 2024 insgesamt über 1600 Meter auf der Mondrückseite zurückgelegt. Auch Indien macht weiter Fortschritte in der Raumfahrt. Das erste Docking im All ist nun gelungen. Mit dem erfolgreichen Andocken von 2 Satelliten im Erdorbit ist Indien offiziell das 4. Land, das diese komplexe Satellitentechnologie gemeistert hat, nach den USA, Russland und China. Kleine Randnotiz da vielleicht: das ESA-Versorgungsraumschiff ATV, das konnte auch aktiv an der ISS andocken. Ja, die Technologie des Andockens ist unerlässlich, wenn mehrere Raketenstarts für eine Mission erforderlich sind, beispielsweise beim Aufbau von Raumstationen oder bei komplexen Mondmissionen wie Chandrayaan-4 ist ja von Indien geplant, eine robotische Mission zur Mondprobenrückführung, die für 2028 geplant ist. Jedoch ebenso der Bau und Betrieb der indischen Raumstation, die bis 2035 fertiggestellt werden soll, erfordert Dockingfähigkeiten. Die Firma Stoke Space sammelt 260 Millionen US-Dollar ein für die Entwicklung der vollständig wiederverwendbaren Nova-Rakete und für die Modernisierung des Startplatzes in Cape Canaveral. Die Nova-Rakete kann 3 Tonnen Nutzlast bei voller Wiederverwendbarkeit transportieren und nutzt in der ersten Stufe mit dem Zenit-Triebwerk ein Full-Flow-Staged Combustion-Triebwerk, so wie das Starship. Starship-Oberstufen-Wiederverwendung, da ist ja das letzte Wort, was den Hitzeschild angeht, noch nicht gesprochen. Die Oberstufe von Stoke Space, die verfügt über ein aktiv gekühltes Hitzeschild. Stoke Space hinsichtlich der Technologie von neuen Trägersystemen mit Sicherheit eine Firma, die man im Auge behalten sollte. Wohl bisher ja noch nie gestartet. Auch noch nicht gestartet ist die Rocket Factory Augsburg. Im letzten Sommer ist ja leider die erste flugfähige Rakete bei einem Static Fire verloren gegangen. Nichtsdestotrotz geht es in die richtige Richtung und dann hoffentlich bald senkrecht. Die RFA hat nun als erstes Unternehmen in Europa die Lizenz für vertikale Starts privater orbitaler Raketen erhalten. Die Lizenz, die wurde von der britischen Civil Aviation Authority, kurz CAA, ausgestellt und markiert einen bedeutenden Schritt für die RFA, zugleich für die europäische Raumfahrt insgesamt. Zusammen mit den nötigen Lizenzen für den Saxford Spaceport sind nun alle regulatorischen Voraussetzungen für den ersten Testflug der RFA von den Shetlandinseln im Jahr 2025 erfüllt. Muss nur noch die Hardware mitspielen. Nach dem Verlust der Rakete 2024 wird es spannend, wann die RFA mit der nächsten Rakete auf dem Starttisch steht. Wir drücken natürlich die Daumen. Apropos Unterstützung, dass es Senkrechtstarter gibt, das verdanken wir alle den Senkrechtstarter Schutzengeln, also allen Menschen, die teilweise seit Jahren den Kanal regelmäßig Monitor unterstützen. Im Namen aller Zuschauer, aber besonders herzlich von mir, geht an euch ein riesengroßes Dankeschön. Ja, wenn auch du mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum aktiv für Raumfahrt zu begeistern, unter dem Video, da gibt's einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft, damit kannst du den Kanal direkt unterstützen. Vielen Dank. Schauen wir noch schnell auf die Starts der kommenden Woche. Am Dienstag, 21. Januar, Starlinks vom Kennedy Space Center. Mittwoch, 22. Januar, Starlinks von Vandenberg. Am Freitag, 24. Januar, nochmal Starlinks dann von Cape Canaveral. Und der Wochenabschluss dann voraussichtlich am Sonntag, 26. Januar, GSLV Mark II aus Indien. An Bord befindet sich ein indischer Navigationssatellit. Hier noch einmal der Hinweis auf den heutigen Sponsor NordVPN. Mit meinem Deal bekommst du mega Rabatt und bis zu 4 Bonusmonate obendrauf. Unten in der Beschreibung. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Ich würde sagen, gerade nach so einer Woche kann man sagen, die Raumfahrt ist und bleibt spannend. #Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau.